Hallo aus dem neuen Hörsaalgebäude zu einer weiteren Ausgabe von Tuk Talk. Ich freue mich ganz besonders, unseren heutigen Gast ankündigen zu dürfen, denn wir arbeiten zusammen an der Professur Medieninformatik. Dort hält er sich am liebsten in den Räumen seiner Mitarbeiter auf und kombiniert Fachgespräch mit Kaffee. Im Prinzip ist er überall dort zu Hause, wo sein Laptop steht. Privat zieht es ihn aber in die guten Fischrestaurants in Küstennähe, wo er entspannt und optimistisch in die Zukunft blickt. Professor Dr. Maximilian Eibel. 1969 in Bochum geboren und in Trier aufgewachsen, ging Maximilian Eibel zum Studium der Informationswissenschaft nach Regensburg. 6 Jahre und 2 Auslandsaufenthalte in den USA und England später arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Bonn und promovierte in Koblenz. Anschließend arbeitete er in Berlin als Informatiker an einem sozialwissenschaftlichen Institut, bevor er vor gut 10 Jahren den Weg nach Chemnitz fand. Hier übernahm er die Professur Medieninformatik, engagierte sich für den Aufbau unseres Fernsehstudios und führte als Studiendekan die Bologna-Studiengänge der Fakultät Informatik ein. Seine besten Ideen hat der Familienmensch beim Laufen und einige davon bringt er nun in seine Position als Prorektor für Lehre und Internationales ein. Hallo, schön, dass du bei uns bist. Grüß dich. Ich kenne dich bisher nur in deiner Funktion als Inhaber der Professur Medieninformatik. Im vergangenen Oktober hast du aber noch zusätzlich das Amt des Prorektors für Lehre und Internationales übernommen. Hat sich denn dadurch dein Arbeitsalltag stark verändert? Oh, es ist einiges sehr intensiv geworden in dieser Hinsicht, aber nicht nur für mich, sondern auch für meine Arbeitsgruppe. Du zum Beispiel machst jetzt dieses neue Format Tuk Talk zusätzlich zu deinen eigentlichen Aufgaben an der Professur. Aber wir sind auf Referentenebene an dieser Universität glücklicherweise hervorragend aufgestellt, sodass hier viel an Arbeit übernommen wird und viel an Struktur gegeben wird, weshalb ich immer noch optimistisch, aber nicht mehr ganz so entspannt in die Zukunft blicke. Du bist vor wenigen Tagen von deinem Forschungsaufenthalt an der Universität von Kalifornien zurückgekehrt und hast ganz viele neue Eindrücke mitgebracht. Werden wir denn jetzt auch amerikanisch? Ja, und wir fangen am besten gleich mit dem Etat an. Nein, im Ernst, man kann die dortigen Verhältnisse natürlich nicht 1:1 auf uns übertragen. Dazu sind die Systeme dann doch zu unterschiedlich. Man kann sich allerdings einiges an Denkanstößen drüben holen. So gibt es beispielsweise an den amerikanischen Universitäten generell ein sehr intensives studentisches Leben, das auch sehr stark von den Universitäten gefördert und gewürdigt wird. Oder es gibt sehr intensive Austauschprogramme für internationale Studenten oder Wissenschaftler. Die amerikanischen Universitäten sind sehr stark daran interessiert, die Besten der Welt zu sich zu holen. Und wenn man eine amerikanische Hochschule fragt, weshalb sie bei Rankings gut abschneidet, dann ist die Internationalisierung als Begründung immer ganz vorne. Mhm. Die TU Chemnitz hat dagegen eher einen regionalen Wirkungs- und Einzugsbereich. Werden wir denn jetzt auch noch internationaler? Wir sind ja mit einem Viertel an ausländischen Studierenden schon sehr international aufgestellt innerhalb von Sachsen. Was man aber verbessern kann, sind Strukturen, die beispielsweise den ausländischen Studierenden einen erhöhten Studienerfolg garantiert oder die es unseren deutschen Studierenden ermöglicht, während dem Studium auch mal ein Semester oder 2 Semester ins Ausland zu gehen. Dazu gehören aber auch Wissenschaftlerprogramme beispielsweise. Also als ich jetzt in Berkeley war ich Teil eines sogenannten Visiting Scholar Programs. Das heißt, da gab es ein offizielles Programm, in dem klar festgelegt war, was muss ich bringen, um in dieser Zeit in Berkeley sein zu können, was muss der gastgebende Professor tun, damit ich dort sein kann und was bringt die Hochschule ein und wann wird welcher Schritt von wem durchgeführt. Das sind klare Regeln, die wir so sichtbar bei uns noch nicht etabliert haben, sondern hier gibt es auch viele Gastwissenschaftler, das wird aber sehr individuell organisiert. Es gibt ja nun aber dennoch einige Gemeinsamkeiten mit den amerikanischen Universitäten. Beispielsweise ist das Studiensystem ganz ähnlich aufgebaut wie bei uns in Deutschland. Das heißt, es gibt im Wesentlichen den Bachelorabschluss, den Masterabschluss und wer will, der kann promovieren, um den Doktortitel zu erhalten. Inzwischen werden bei uns aber wieder die ersten Diskussionen laut, ob man nicht doch zurückkehren sollte zum Diplomabschluss. Wie steht denn das Rektorat zu diesen Wünschen? Ja, die Diskussionen gibt es und wir sind im eifrigen Austausch mit den verschiedenen Fakultäten dazu. Es gibt eine gewisse
Sehnsucht nach dem Diplom insgesamt und wir wollen feststellen, inwieweit diese Sehnsucht reine Nostalgie ist oder ob es tatsächlich einen Bedarf gibt. Und dann verschließen wir uns auch nicht einer Wiedereinführung des Diploms. Man muss dann sehen, inwieweit das zusätzlich zu den Bachelor-Master-Programmen, die ja schon recht erfolgreich laufen, funktionieren kann oder als Ergänzung oder als Ersatz für diese Programme. Insgesamt muss aber die Zielsetzung natürlich sein, möglichst die besten Studierenden nach Chemnitz zu holen. Und ob das mit dem Master oder dem Diplom ist, das müssen die Fakultäten selber entscheiden. Aber rein formal betrachtet gelten doch Diplom und Master als gleichwertige Studienabschlüsse. Wo ist dann der Unterschied? Nun, formal und auch inhaltlich betrachtet sollten sie eigentlich gleichwertig sein und die Studierenden auf einen optimalen Einstieg in das Berufsleben vorbereiten. Der große Unterschied ist zunächst einmal einfach die Verpackungsgröße. Beim Diplom haben wir ein großes Paket. Das dauert 9 Semester und ich habe mich von Anfang an für dieses Paket entschieden. Beim Bachelor-Master-Programm ist es etwas anders. Da habe ich 2 kleine Pakete, die nacheinander studiert werden, insgesamt ein Semester länger dauern, aber eben geteilt sind nach 6 Semestern, beziehungsweise dann das Masterprogramm nach 4 Semestern. Das gibt mir als Studenten die Möglichkeit, nach dem Bachelor noch mal gründlich zu überlegen, wo soll die Reise hingehen. Bleibe ich bei meinem Studienfach oder wechsle ich das Studienfach? Bleibe ich bei meinem Studienort oder wechsle ich den Studienort? Sodass ich hier doch eine gewisse höhere Flexibilität habe. Es sind also 2 unterschiedliche Herangehensweisen ans Studium, an die Lebensplanung der Studierenden. Egal ob nun Master, Bachelor oder Diplomabschluss, alle diese Studiengänge sollten eine hohe Studienqualität gewährleisten können. Dazu wird in der Regel eine Akkreditierung eines jeden einzelnen Studiengangs vorgenommen. Das heißt, eine externe Agentur erstellt ein Gutachten und vergibt im positiven Fall eine Art Gütesiegel. Bei uns sind derzeit davon 99 Studiengänge betroffen. Ist denn ein derart aufwendiger und kostenintensiver Prozess überhaupt umsetzbar? Das ist eine gute Frage. Da müssen wir unterscheiden zwischen Programmakkreditierung und Systemakkreditierung. Programmakkreditierung bezieht sich auf einzelne Studiengänge. Für 99 Studiengänge ist das ein erheblicher Aufwand, auch eine erhebliche finanzielle Belastung und definitiv nicht zu schaffen. Die Systemakkreditierung akkreditiert das komplette Qualitätsmanagementsystem rund um diese Studiengänge, was das Einrichten und den Ablauf solcher Studiengänge eingeht. Die beinhaltet allerdings auch Aspekte der Programmakkreditierung. Das heißt, wir haben die interne Evaluation, die wir für alle Studiengänge regelmäßig durchführen müssen. Hier stehen wir momentan vor eigentlich der größten Herausforderung, denn die Systemakkreditierung als solche, als Gesamtpaket, ist erstmal vergleichsweise unaufwendig zu implementieren, oder zu leben. Aber die Akkreditierung oder die interne Begutachtung der einzelnen Studiengänge hingegen bedeutet wiederum einen erheblichen Mehraufwand, vor allen Dingen für die Fakultäten, die ja diese interne Evaluation regelmäßig durchführen müssen. Und da sind wir mit 99 Studiengängen und eventuell noch mehr, die durchs Diplom dazukommen, sagen wir mal, sehr breit aufgestellt und vielleicht auch etwas unrealistisch aufgestellt, um hier tatsächlich eine regelmäßige Evaluation durchzuführen. Wichtig dabei ist aber zu wissen, dass die komplette Systemakkreditierung mit diesem Thema der internen Evaluation steht und fällt. Aber denkst du denn, dass die Studiengänge besser angenommen werden von den Studierenden, wenn sie akkreditiert sind? Definitiv ja. Vielleicht noch nicht unbedingt bei den Bachelorstudierenden. Meist sind das andere Beweggründe, die zu einem Bachelorstudium führen. Aber spätestens, wenn ich mich für ein Masterstudium interessiere, mache ich mir auch solche Gedanken, wenn es dann in Richtung Beruf geht. Denn es gibt tatsächlich auch Arbeitgeber, die da sehr großen Wert drauf legen. Und man muss auch sagen, wenn man das im bundesweiten Vergleich sieht, dann ist die Akkreditierung von Studiengängen, in welcher Form auch immer, eigentlich inzwischen selbstverständlich. Das klingt auf jeden Fall nach sehr viel Arbeit. Und jetzt verstehe ich auch, warum wir dich nur noch so selten an der Professur zu Gesicht bekommen. Ja. Vielen Dank, dass du bei uns warst und dir die Zeit genommen hast. Gerne. In der nächsten Ausgabe geht es um die Informations- und Kommunikationsinfrastruktur an unserer Universität. Dazu wird der Leiter des Universitätsrechenzentrums, Professor Dr. Wolfram Hart, bei uns zu Gast sein und uns Einblicke in die Dienst- und Bildungsangebote des ORZ geben. Wie immer können Sie Ihre Fragen zum Thema unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse einreichen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.